Leider ist es in letzter Zeit keine Seltenheit mehr geworden, dass Supply Chain Angriffe einen wirklich riesigen Schaden anrichten können. So sieht man das auch bei Polyfill.io. Polyfill ist ein Mechanismus, der weit verbreitet ist, und jetzt hat tatsächlich jemand diese Bibliothek, diese Open Source Bibliothek übernommen und damit über 100.000 Websites angegriffen. Ja, mittlerweile geht man von über 1,5 Millionen betroffenen Websites aus. Wir schauen uns das Ganze heute mal an und wie auch Mercedes-Benz.com angegriffen werden konnte dadurch und an alle seine Besucher Malware verteilt hat. Zumindest die mobile unterwegs waren, weil das im Schadcode drin stand. Warum auch immer. Wir schauen uns das Ganze an und gehen da mal so schrittweise durch. Zunächst einmal, was ist ein Polyfill? Polyfill wurde benutzt, um auch Funktionalität von neuen Browsern, also ganz modernen Browsern, in alten Browsern zur Verfügung zu stellen. Sprich, wenn jemand deine Webseite besucht und einfach Internet Explorer 5 benutzt, dann kann er trotzdem alle Features benutzen, anstatt dass er halt upgraden muss. Aber anderes Thema. Polyfill an sich hat das sehr, sehr gut gemacht und hat im Endeffekt diese Funktion in JavaScript implementiert und zur Verfügung gestellt. Sprich, die normalen Skripte in der Webseite konnten dann trotzdem alles verwenden. Aber mittlerweile braucht man das eigentlich nicht mehr. Und deswegen hat der Betreiber immer weniger sich drum gekümmert und mittlerweile rät er auch komplett davon ab, dieses Projekt zu verwenden. Und dadurch konnte die Domain polyfill.io verkauft werden, beziehungsweise gekauft werden von einem chinesischen Unternehmen namens Funnul, also F-U-N-N-U-L-L. Und die haben sich sowohl die Domain geholt, als auch darüber dann das GitHub-Repository sich zuschreiben lassen über GitHub. Zumindest das, was ich daraus rauslesen konnte. Dann hat das jemand mitbekommen und plötzlich war die Frage im Raum, wem gehört das eigentlich? Wer betreibt eigentlich polyfill.io? Denn polyfill.io ist im Endeffekt der Ort gewesen, den man bei sich eingebunden hat. Sprich, die meisten Leute haben die Extension, also die JavaScript-Bibliothek, die man bei sich auf der Webseite dann eingebunden hat, nicht heruntergeladen und dann eingebunden, als wäre es euer eigenes Skript, sondern sie haben sie von einem CDN, einem Content Delivery Network, bezogen. Ein Content Delivery Network ist eigentlich gang und gäbe mittlerweile. Die meisten größeren Anbieter haben so etwas und im Endeffekt hostet man dort dann Sachen wie zum Beispiel Skripte oder Bibliotheken oder alles Mögliche. Das muss nicht JavaScript sein, das kann auch CSS zum Beispiel sein. Die liegen dann zum Beispiel bei Cloudflare oder bei vielen, vielen anderen CDNs. Und polyfill.io war sozusagen der CDN, also derjenige, der die Bibliothek ausgeliefert hat, an alle. Und diese Domain wurde jetzt gekauft von einem chinesischen, scheinbar angriffslustigen Unternehmen. Und darüber wurde dann die neue Bibliothek vertrieben. Aber bevor wir so richtig reinstarten, darf ich euch noch einen ganz besonderen Partner vorstellen. Ich, also Morpheus, veranstalte gemeinsam mit Audi eine neue Coding Challenge. Und das wird sehr, sehr cool. Dazu bin ich nämlich als Teil des Audi-Teams online und vor Ort auf dem Formula Student Austria Event am Red Bull Ring in Österreich am 23. und am 24. Juli. Hier entwickeln Studenten neue Formelfahrzeuge, mit denen sie dann in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten. Audi sucht dort Nachwuchs, der sich für die Digitalisierung und Software in Fahrzeugen und Audi-Werken interessiert. Ja, ein Auto ist mittlerweile auch ein riesiges Softwareprojekt. Solltet ihr also Interesse haben, könnt ihr super gerne vorbeikommen. Alle Infos dazu findet ihr in der Beschreibung. Falls ihr aber nicht könnt, weil Österreich wirklich weit weg ist, das verstehe ich, veranstalte ich auf dem Kanal The Morpheus Tutorials, also genau hier, einen Livestream, wo ihr selbst mit den Teilnehmern vor Ort die Challenges lösen könnt. Schafft ihr alle Challenges an beiden Tagen in jeweils unter einer Stunde, habt ihr direkt die Möglichkeit, euch vor Ort und auch online als Interessent bei Audi anzumelden. So könnt ihr vielleicht auch schon bald an der Zukunft des Automobils mitwirken. Ich bin extrem gespannt, was ihr sagt dazu und ich freue mich riesig auf dieses Event. Auch wenn es nicht unbedingt um AI und Security geht, ist das natürlich auch bei den Autos und bei der Software von Autos ein riesiges Thema, das noch immer größer wird. Und natürlich braucht man dazu richtig talentierte Leute, sprich euch.
Und damit zurück zu Polyfill. Angefangen hat das Ganze alles mit diesem Thread hier auf GitHub, der am 24. April gestartet wurde. Das ist schon eine Weile her. Und ihr seht, wie lange das also gedauert hat. Und tatsächlich war das gar nicht der erste Post, sondern in Wahrheit gab es schon mal einen Issue, der von jemandem geöffnet wurde und gefragt wurde, wie sieht es denn eigentlich aus? Wem gehört denn eigentlich diese Domain? Wem gehört polyfill.io? Und hierauf hat jemand geantwortet, dass dieser Post einfach gelöscht wurde. Einfach weggelöscht vom Betreiber von dieser Open-Source-Bibliothek. Nicht beantwortet und dann geschlossen, gelöscht, wegmoderiert. Und das ist schon mal grundsätzlich sehr, sehr gefährlich und sagt uns eigentlich schon sehr viel über die Situation. Das Problem ist, wie geht man dann damit um? Und hier wurde dann relativ schnell die Polykill-Webseite etabliert, wo man eine Webseite checken konnte, ob die betroffen ist und naja, im Endeffekt dann einiges damit gemacht wurde. Aber es hat noch sehr, sehr lange gedauert, bis das dann tatsächlich angekommen ist. Wir sehen hier, das alles war am 1. Juni. Das hier oben war schon am 24. April. Tatsächlich hat sich dann relativ schnell auch ein Mitarbeiter von GitHub gemeldet und auf diesen Post geantwortet, weil es natürlich auch seltsam ist, wenn jemand sich einfach Zugriff zu einem GitHub-Repository erschleichen kann, das er eigentlich gar nicht offiziell betreibt. Und kurz darauf hat jemand kommentiert, dass polyfill.io eben Malware ausliefert, die so tut, als wäre sie Polyfill. Im Endeffekt war es auch tatsächlich die Bibliothek, diese JavaScript-Bibliothek, die alle bei sich einbinden wollten, deswegen ist es nicht aufgefallen, namens Polyfill mit all dem Code, der dabei war, mit ein bisschen mehr Code, den man eigentlich nicht öffentlich teilen wollte. Und zwar, wenn man diesen Code dann runtergeladen hat, dann wird Google Analytics aufgerufen und von dort ga.js. Ich mache das mal gerade ein bisschen größer, weil das ist wichtig. Wenn man bei sich Polyfill im Code eingebunden hat, über eine JavaScript-Bibliothek zum Beispiel, dieses Ding eingebunden hat, das muss nicht mal man selber gewesen sein, das kann einfach irgendeine Abhängigkeit gewesen sein, dann wurde plötzlich eine Bibliothek geladen namens ga.js, also das, was wirklich genauso aussieht wie Google Analytics.javascript, die sieht genauso aus, von Google Analytics. Ja, da wurden die Ls einfach durch Is ersetzt. Wenn man nicht ganz genau hinguckt, dann erkennt man das vielleicht nicht ganz genau. Und wenn ich dann eine Webseite aufrufe, zum Beispiel, die dieses Polyfill benutzt, die also dieses ga.js implementiert hat, dann sieht das für mich auf den ersten Blick eindeutig so aus, als wäre das ganz normal Google Analytics. Das ist kaum unterscheidbar gewesen. Und dort drin erst, nicht mal in Polyfill, erst dort drin stand dann der Malware-Code. Und der Malware-Code war heftig obfuskiert. Obfuskiert bedeutet, man macht den Code unleserlich, also niemand kann mir erzählen, dass er das hier lesen kann. Und durch diese Unleserlichkeit kann man nicht mehr so leicht verstehen, was der eigentlich tut. Sprich, man kann gar nicht erkennen, dass es wirklich bösartiger Code ist und weiß gar nicht, was er eigentlich ausführt. Und das ist mittlerweile relativ normal geworden, auch für normale Bibliotheken, mit Ausnahme von Sachen wie eval. Eval ist ungewöhnlich. Normalerweise würde man solche Funktionen abkürzen, damit man weniger Zeichen hat. Das ist dieses Min-JavaScript, was ihr häufiger mal seht. Es wird minifiziert. Minifiziert bedeutet einfach so komprimiert wie möglich gemacht, so klein wie möglich gemacht. Das macht den Code unleserlich, aber es obfuskiert ihn nicht. Während hier solche Sachen wie eval oder irgendwelche Variablen, die dann hier irgendwelche Replaces durchführen und komplett unleserlichen Code machen, das kann niemand mehr richtig lesen. Und man muss erst sehr viel Arbeit reinstecken, damit das Ganze wieder einigermaßen lesbar wird. Und das haben dann auch ein paar Leute getan. Lange Zeit war unklar, ob der Code vielleicht nicht sogar Browser-Exploitation betreibt. Davon sind viele ausgegangen. Sprich, ob er nicht wirklich sogar versucht, über eine Schwachstelle in der V8-Engine, also in der Engine von eurem JavaScript oder von eurem Browser, Malware-Code auszuführen. Aber dem war nicht so. Also es ist kein allzu schlimmer Angriff gewesen. Im Grunde genommen haben wir hier dieses Malicious Payload Example, das von Sansec
identifiziert wurde. Im Grunde genommen wird hier geschaut, welches System haben wir eigentlich. Und nur wenn wir ein mobiles System haben, sprich wenn Leute das erste Mal auf die Webseite kommen und sie sind mit einem mobilen Browser unterwegs, also sprich mit einem Handybrowser, erst dann und nur dann wird das Skript ausgeführt. Und es ist auch immer noch ein bisschen obfuskiert hier, es ist nicht super leserlich, aber im Grunde genommen wird hier nichts weiter getan, außer die Location neu zu setzen und anschließend auf verschiedene Websites weiterzuleiten, zum Beispiel auf qurza.com von BitGet oder auch auf solche Sachen hier. Also auf verschiedenste Referral-Links kann man sagen. Das ist relativ billig gewesen. Im Grunde genommen, ihr besucht mercedes-benz.com und anschließend landet ihr auf einer Seite, die Fußballwetten oder irgendwelche Bitcoin-Wetten bewirbt. Also jetzt nicht allzu drastisch, ihr habt keine Daten verloren. Es war im Endeffekt ein Scam, der abgezogen wurde. Es war technologisch nicht allzu anspruchsvoll, was danach passiert ist, wenn man dieses Skript bei sich abgekriegt hatte. Das hätte aber ganz, ganz anders ausgehen können, aber die Angreifer hatten wohl keine Schwachstelle in der V8-Engine, die sie ausnutzen konnten. Sprich, sie konnten euren Browser nicht übernehmen, wenn ihr den Browser aktualisiert hattet und alles immer auf dem neuesten Stand hattet. Dazu brauchen auch Angreifer irgendeine Zero-Day-Schwachstelle und die hatten sie hier wohl nicht. Zum Glück, muss man sagen, zum Glück. Genau. Wir haben hier aber sehr, sehr interessant mehrere Links drin, die zufällig übrigens aufgerufen werden und auch immer mal wieder zufällig ein paar andere Sachen aufrufen. Und hier sehen wir auch zum Beispiel, Google Analytics ist auch mit drin. Aber ja, genau. Also im Grunde genommen wurde hier einiges an Indicators of Compromise festgestellt. Sprich, wenn euer Browser zum Beispiel qurza.com aufgerufen hat, wenn es Google Analytics aufgerufen hat, das ist ein schwieriges Wort. Und tatsächlich auch, wenn es bootcss.com, marcoms.la und diese URL und all diese hier unten, wenn die alle aufgerufen wurden, dann war grundsätzlich Vorsicht geboten. Und das ist das große Ding gewesen. Nämlich anfangs hatte man nur mit diesem Google Analytics und mit polyfill.io gearbeitet, weil man davon ausgegangen ist, dass nur die wirklich die Indicators of Compromise waren. Da ist man dann von ungefähr 100.000 betroffenen Websites ausgegangen. Mittlerweile kennt man diese anderen hier auch und sieht, dass insgesamt deutlich mehr, nämlich hier 1.637.160 Hosts auf eine dieser Domains verweisen. Das ist viel. Das sind wirklich, wirklich viele. Und da ist es auch schon eine Weile bekannt gewesen. Sprich, das waren die, die noch immer diese Schwachstelle bei sich drin hatten. Wie gesagt, es ist nicht allzu viel Schlimmes dabei passiert. Trotzdem sollte man sowas natürlich sofort entfernen. Und das wurde auch tatsächlich getan. Es wurde nicht lange gezögert. Da haben schon die ersten angefangen, das Ganze zu mitigieren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf cdn.polyfill.io gehe, dann ist diese Domain bei mir nicht verfügbar. Es wird gesagt, ich habe eventuell einen Tippfehler. In Wahrheit wurde sie aber tatsächlich gesperrt, also blockiert, damit ich nicht aus Versehen dieses Skript hier runterladen kann. Das ist den meisten nicht mal aufgefallen. Wie gesagt, der Betreiber selbst, also der Andrew Betts, sagt, ihr braucht Polyfill nicht mehr. Ihr braucht das Ding nicht mehr. Also da oben sagt er, dass es gefährlich ist und dass man es sofort rausschmeißen sollte. Und heutzutage braucht das eigentlich niemand mehr. Deswegen ist es eigentlich auch gar nicht mehr nötig, weil die meisten Browser eigentlich alles mittlerweile adaptiert haben und Polyfill an sich nicht mehr benutzt wird. Und das war nur eine Variante von, wie alle Betreiber mit dem ganzen Thema umgegangen sind. Also wie gesagt, manche haben es gesperrt. Andere haben tatsächlich einfach gesagt, jo, wir hosten das einfach mal selber. Zum Beispiel hat einfach Fastly sehr, sehr schnell reagiert und hat gesagt, wir hosten das jetzt bei uns. Und wenn ihr Polyfill habt, dann schmeißt einfach die Domain polyfill.io raus und ersetzt sie durch polyfill-fastly.net oder polyfill-fastly.io. Sprich wirklich, diese 7 Buchstaben zwischen reinhängen an die richtige Stelle und das Ganze war schon repariert. Cloudflare hat das Ganze auch bei sich gehostet und dadurch konnte man auch sofort eigentlich Polyfill embedden und das war eben die Version, die nicht angegriffen wurde. Sprich, selbst für die Leute, die
die meinen, man braucht das unbedingt auf der Webseite, für die gab es auch Lösungen. Aber es war halt immer noch, man musste etwas patchen. Interessant war dann allerdings die Reaktion von Polyfill. Die hatten sich nämlich zu dem Zeitpunkt auch einen authentisch aussehenden Twitter-Account erstellt mit 80 Followern, aber sie hatten vor allem diesen Haken hier gekauft, der ihnen immer das Zeichen von Authentizität geben möchte, es aber nicht wirklich tut. Naja, anyways, sie haben im Endeffekt gesagt, Cloudflare hat sie grundlos und wiederholt und ohne beabsichtigt oder ohne Grund diffamiert und hätte eine unethische Strategie und sie wollen den Wettbewerb zerstören und was weiß ich noch alles. Fand ich sehr, sehr amüsant. Sie haben dann auch tatsächlich einen Plan angehängt, wie sie selber der Cloudflare-Konkurrent Nummer 1 werden wollen und haben das auch mehrere Male hier nochmal gezeigt, wie sie das alles planen. Also grundsätzlich, wenn ihr davon was seht, dann seid damit sehr, sehr vorsichtig. Man geht davon aus, dass das wirklich eine aktive Hackergruppe ist. Denn ja, sie wehren sich auch aktiv dagegen und behaupten eben, dass es eigentlich gar nicht stimmt. Und haben wirklich hier gezielt wohl polyfill.io erworben mit dem Zweck, diese Domain mit Malware zu infizieren. Also ich meine, Google Analytics, Entschuldigung, zu verwenden, absichtlich Code dafür zu injizieren und das zu verteilen an über 100.000 Websites und nachdem man darauf aufmerksam gemacht wird, dann noch zu behaupten, das wäre alles erfunden und würde nicht stimmen, das ist schon ziemlich sass. Sie haben tatsächlich auch eine neue Domain schon geteilt mit New Domian mit dieser URL hier. Geht da bitte nicht drauf, die könnte eventuell noch nicht blockiert sein. Interessant war aber, dass man hier eben auf Twitter auch oder auf X auch angeben kann, dass das einfach Quatsch ist, was hier behauptet wurde und dass hier wirklich auch schön Kontext angegeben wurde zur ganzen Vervollständigung. Da hört das Ganze aber noch nicht auf, denn wir haben in den letzten paar Tagen noch einiges an extra Infos bekommen. Unter anderem, dass tatsächlich jemand gegen Sunsec, die den ganzen Angriff untersucht haben, und gegen Bleeping Computer, die Nachrichtenseite, die als erstes darüber berichtet hat, einen Denial-of-Service-Angriff gestartet hat. Was schon zeigt, wie tief man diese Informationen eigentlich halten möchte. Man möchte nicht, dass das öffentlich wird. Klar, jetzt ist es sowieso zu spät, jetzt haben schon andere Leute darüber berichtet, aber man wollte es so lange wie möglich unter dem Radar halten und möglichst lange hinauszögern. Klar, damit man möglichst viele User auf Scam-Seiten weiterleiten kann und damit dann Geld machen kann. Lustigerweise haben sie auch tatsächlich ihre eigenen Secret Keys in das Repository geteilt. Also es waren wohl keine sonderlich erfahrenen Entwickler, wobei eigentlich sah der Code schon ziemlich krass aus. Aber auf jeden Fall haben sie diese Secrets, mit denen sie Cloudflare angesprochen haben, sogar geteilt und darüber hat man dann auch diese anderen URLs mit Boot CDN, Boot CSS, Polyfill.io, Static File finden können, die alle potenziell auch bösartig sind. Leider haben aber immer noch sehr, sehr viele Websites polyfill.io zumindest als Referenz dran. Das heißt nicht, dass man es aufrufen kann. Wie gesagt, der Domain-Provider, also Namecheap, hat polyfill.io schon blockiert. DNS generell, viele blockieren das und es gibt schon viele andere Bewegungen. Trotzdem, gov.hr ist die kroatische Regierung, wenn ich das richtig weiß, und die benutzen das wohl immer noch. Und es gibt noch generell sehr, sehr viele Websites. Insgesamt, wie viel haben sie geschrieben? 384.773 Hosts, die die bösartige Polyfill-Bibliothek bei sich eingebettet haben. Und die meisten davon eben in Deutschland. Ich verlinke euch das hier unten in der Beschreibung, beziehungsweise ich verlinke euch sowieso alles, was ihr braucht in der Beschreibung. Dann könnt ihr mal selber gucken, ob ihr davon betroffen seid. Der Scanner ist wirklich, wirklich gut. Grundsätzlich aber, ja, ich glaube, wir können daraus einiges mitnehmen. Im Endeffekt, alles, was wir bei uns einbauen in den Code, alles, was irgendwo woanders liegt, kann infiziert werden. Das ist Supply Chain. Und wenn ich von polyfill.io etwas einbette bei mir,
dann kann das eben auch Malware sein. Ich kann nur JavaScript bei mir einbetten. Ich kann nicht sagen, ob es nicht vielleicht irgendwann mal geändert wird. Das ist ja gerade der Sinn davon, dass ich es von woanders beziehe. Ich beziehe dann immer automatisch die neueste Version. Das ist natürlich schade, aber es zeigt auch so ein bisschen, dass man zusammenarbeiten kann und dass man sowas rausfinden kann. Ich bin nur froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Wie gesagt, es war eine Weile im Raum, ob es nicht vielleicht ein Browser-Exploit ist. Was nicht passiert ist. Es war einfach nur ein simples, ich leite weiter auf Scam-Webseiten, ähnlich wie bei den YouTube-Bots, die hier wahrscheinlich unter diesem Video auch schon wieder sind. Ja, alles in allem ein sehr spannender Angriff, vor allem wenn man bedenkt, wie strukturiert und wie geplant vorgegangen wurde. Und wir können eigentlich davon ausgehen, dass da noch sehr viel mehr passiert. In dem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß, passt auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.